Hallo meine Freunde, heute möchte ich euch mal eine ganz komplizierte Reparatur am C4 zeigen. Und zwar ist bei mir die Lenkmanschette gerissen. Jetzt ist das natürlich bei Audi nicht so einfach wie bei anderen Autos, wo man einfach die Manschette über die Spurstange schiebt, sondern der hat nur eine einzige, die durchgeht. Das heißt, da muss das Lenkgetriebe ausgebaut werden und das sitzt verdammt verbaut. Da wir Fronten viele elektrische Verbindungen trennen müssen und da auch einige dabei sind, bei denen das Steuergerät ansprechen kann, muss ich vor dieser Reparatur erstmal die Batterie abklemmen, und zwar einige Zeit. Das heißt, beim Modell mit Klimaanlage sitzt die Batterie unter der Rückbank. Hier ist eine Kreuzschlitzschraube, auf der anderen Seite ist eine Kreuzschlitzschraube. Bank hoch, ein Stückchen zurück, Wasserleitung weg. Kurz lösen. Braucht er nicht ganz abschrauben, wenn der runter geht und gesichert ist, ist schon gut. Dann könnt ihr das wieder draufsetzen und die Rückbank zurücklegen. Für die Reparatur muss das Lenkgetriebe ja hier zur Seite raus. Das heißt beide Räder runter und natürlich die ganze Vorderachse aufbogen. Wenn er mal sicher auf Holz steht, könnt ihr die Räder komplett entnehmen. Im Innenraum muss erstmal diese Ablage weg, weil wir müssen nachher uns an die Lenksäule vorarbeiten. Die hat 5 Schrauben, bis auf die mittlere mache ich mal alle raus. Als letztes macht er die mittlere raus und dann könnt ihr das so abziehen. 5 Schrauben. Der untere Luftkanal hat hier unten direkt an der Mittelsäule eine einzige Schraube. Die macht er jetzt genüsslich raus. Und dann kann man den Luftkanal hier ausrasten, so nach unten rausziehen. Und man hat das ganze Teil. Jetzt kommt man hier an die Verschraubung des Kardangelenks dran. Okay, jetzt können wir die gemütlich aufschrauben hier. Also Viertelumdrehungsweise kriegt man so auf. Viele Umdrehungen später habt ihr dann auch die Sicherungsmutter. Liegt ein Scheibchen drunter. Und vielleicht kriegt man sogar die Schraube raus. Ja, wenn man sie ein bisschen ins Dings drückt. Okay. So, jetzt sind wir im Innenraum fertig. Im Motorraum müssen wir eine Menge Teile demontieren, weil wir ja da hinten an der Stirnwand runtergreifen müssen. Machen wir erstmal den Luftschlauch hier raus. Machen wir die Kurbelgehäuseentlüftungen weg. Die haben lustigerweise noch Schlitzschrauben. Auf der anderen Seite hat man natürlich nochmal eine Kurbelgehäuseentlüftung, wenn man 6 Zylinder kauft. Um hier durchzugreifen, müssen wir die ganze Endstufe von der Zündung demontieren. So, das waren schon mal die Stecker. Und die müssen wir natürlich auch benamsen. Das ganze Teil da rausnehmen. Ein bisschen besser kommt man dann dran. Bitte und vorsichtig aufheben. So, Sicherungsklemme rein und dann aber gleich wieder einraschen, die ist nämlich rausgesprungen. Gut, so funktioniert die. Gefühl, könnt ihr jetzt die ganzen Stecker unten ausdrücken. Für Stecker kommen wir der Sache näher. Jetzt haben wir im Prinzip nur noch einen. Den kriegen wir auch noch raus. An dem Kabelbaum sind solche Kabelverbinder dran. Hier so zusammendrücken. Und dann gehen die Dinger ganz leicht auf. Und dann haben wir den Kabelbaum komplett in den Händen. Unter dem Kabelbaum ist noch eine Steckverbindung eingeklipst. Die habe ich jetzt erstmal raus und dann müssen wir sie abziehen. Okay. An die Schrauben des Verteilers kommt er vom Wasserkasten her aus dran. Das heißt, ihr nehmt die Blende hier oben weg und dann können wir hier gerade so runtergreifen. Der Blechhalter selbst
ist von dem Wasserkasten ausgeschraubt. 2 6er Schräubchen, 10er Schlüsselweite. Und dann geht es hier mit der Airbox weiter. Eine, die knallen ja richtig, war schon eine Weile nicht mehr weg, das Teil. Dann drückt er das Teil straff nach hinten und dann kann man es hier abnehmen. Da unten ist noch eine Unterdruckleitung und die muss auch noch weg. In mit der Demontage des Reiters. Das ist also das Teil, wo auf der Lenkung hin und her fährt. Hier sieht man übrigens auch, wo die Manschette verrissen ist. Seht ihr? Da ist sie verrissen. Und hier ist sie schon komplett durch. Wie ihr seht, hier sind klassische Sicherungsbleche verbaut. Die müssen wir erstmal gerade biegen. Das machen wir jetzt mit dem langen Meißel von hier oben. Seht ihr, das ist schon ein Stück gekommen. Die Schrauben am Reiter haben 19er Schlüsselweite mit einem großen Breakerbar. Kriegt er die auf. Da unten ist noch die Steckverbindung von der Drosselklappe im Weg. Die machen wir noch weg, dann haben wir da wesentlich mehr Platz. So, wenn der Reiter mal abgeschraubt ist, dann könnt ihr ihn hier so wegdrücken. Und jetzt können wir versuchen, die Spurstange hier rauszuarbeiten. Aha, die eine da habe ich. Und dann kommt die andere raus. Und das war der Reiter. Um auf der linken Seite des Fahrzeugs ans Lenkgetriebe zu kommen, muss leider der Hauptbremszylinder, Bremskraftverstärker raus. Das heißt, wir müssen erstmal das Reservoir hier entleeren. Von dem Behälter saugt er mal so viel wie nur irgendwie geht ab. Der Behälter hat hier noch seine Wandstandsmeldung, also die muss abgesteckt werden. Und auf der anderen Seite haben wir den Ausgang für die Kupplung. Machen wir mal die Schelle los. Wenn die Schelle mal los ist, könnt ihr sie hier nach hinten durchziehen. Dann nimmt er den Schraubenzieher weg, so kleckert fast nicht. Und ich habe jetzt hier eine ganz klasse Erfindung. So, das ist nämlich ein Stöpsel. Den machen wir hier drauf und dann ist die Leitung dicht. Die gleiche Nummer mit den vielen Pampers. Nochmal, weil wenn wir den Behälter jetzt abziehen, leckert es auf jeden Fall. Mit Gewalt nach oben aus dem Hauptbremszylinder abgezogen. Dann dreht er möglichst schnell um und der Fall ist erledigt. Hier darf jetzt auf keinen Fall Dreck reinkommen, deswegen machen wir so hübsche Kappen. Und dann da drüber. Gut. Dann müssen wir hier den Bremszylinder lösen, aber der ist schon ziemlich störrisch. Müsst ihr fürchterlich aufpassen. Statt einfach mit Gewalt zu reißen, hat es sich meistens als besser erwiesen, wenn man kurze Schläge auf die Schraube gibt. Aha. Lassen wir noch drin, machen wir erst dann die hintere dran. So, wenn es mal los ist, könnt ihr mit dem normalen Schlüssel weitermachen und auch hier wieder extreme Reinlichkeit, also sofort die Kappen abdecken. Kondom drüber und auf die andere Seite auch gleich ein Kondom. Die gleiche Nummer, auch mit der zweiten Leitung des Zweikreisbremssystems. Deshalb hat man nämlich zwei Leitungen. So, und den anderen Anschluss machen wir natürlich auch noch dicht. So, gut. Die können wir vielleicht nachher ein bisschen wegbiegen, das könnte vielleicht noch langen, aber eine Leitung läuft da unten stark quer. Die müssen wir also zumindest mal aus den Haltern hier befreien. So, wenn ihr hier noch den Plastikclip löst von der Leitung, könnt ihr die vielleicht so weit biegen, dass wir da rauskommen. Das wäre schon mal genug. Dann geht es weiter. Diese Leitung muss auf jeden Fall noch raus. Machen wir sie mal hier aus dem Halter.
Aha. Dann musste der unten aus dem Halter. So. Nächstes muss die Unterdruckleitung weg. Die ist hier nochmal fest. Dann ist sie hier nochmal fest. Hier. So, dann gibt es hier noch ein paar Kabel. Die müssen wir trennen. Das war also zum einen der Geber für den Schwimmer. Und das andere ist der Hall-Sensor an der Nockenwelle hier oben. Im Innenraum muss das Bremspedal von der Stange zum Bremskraftverstärker entkoppelt werden. Dies hat so einen kleinen Bolzen mit einem Clip daran. Ihr drückt hier einen kleinen Schraubenzieher durch und dann könnt ihr sie hier so runterdrücken. Und dann aufpassen, ich habe auf der Gegenseite jetzt in Magneten gehängt, weil jetzt rutscht der Clip natürlich durch. Und dann ist das Bremspedal lose. Da müsst ihr das ganze Isolationsmaterial da hinten rauskriegen. Das ist wie immer ein fürchterliches Gefummel. Und hinten dran, hinter dem ganzen Isolationsmaterial, steckt ein gelber Stöpsel. Und den müsst ihr auch noch rausziehen. Okay. Hinter diesem gelben Stöpsel, in der Nähe von der Betätigungsstange für die Bremse, sind 4 8er Muttern. Das heißt Schlüsselweite 13. Mit einer dünnen Verlängerung geht es dann irgendwann. Die erste. Mit irrsinnig langen Verlängerungen und viel Geduld geht's. Die 4 Schrauben sind da oben an der Bremsstange entlang. So, die 4. Schraube sitzt so blöd, dass wir noch die ganze Zentralelektrik lösen müssen. Wir kommen nämlich nur von oberhalb der Zentralelektrik bei. Die Zentralelektrik hat erstmal hier links und rechts eine solche Bundmutter. Gut. Dann könnt ihr die Zentralelektrik nach vorne rausziehen. Und jetzt kommt man hier seitlich an diese Verstrebung dran. Ja. Dann kann nämlich diese Trennwand hier rausgeschraubt werden und dann kann man oben durchgreifen. Und dann kann dieses Teil raus. Und jetzt könnt ihr hier durchgreifen. Wenn innen mal alle 4 Schrauben runter sind, dann können wir uns hier außen an dem Bremskraftverstärker beschäftigen. Aha, soweit haben wir. Hier wird es nochmal eng, allerdings nützt es nichts, den Schlauch loszumachen von der Rail, sondern ich muss die ganze Leitung ein bisschen verschieben. Deswegen lösen wir die Klammern. Dann kommen wir hier schon mal raus. Dann geht es hier um die Ecke. Um die Leitung loszubekommen, machen wir hier noch den Filter lose. Da unten ist noch eine zweite Schraube. Wir machen noch die Unterdruckleitung zur Drosselklappe weg. Wenn die Benzinleitung mal weg ist, kriegen wir das Teil auch mit ein bisschen Gewalt raus. So. Nachdem der Bremskraftverstärker außen ist, können wir frei auf das Lenkgetriebe schauen. Jetzt müssen die Leitungen am Lenkgetriebe, also die Druckleitung und die Rücklaufleitung weg. Da haben wir allerdings das Problem, wenn ich sie jetzt hier öffne, fließt mir hier alles mit Öl voll. Deshalb lasse ich das Öl vorne am Hydraulikkühler ab. Der liegt tiefer und dann haben wir das meiste Öl schon mal draußen. Ich trenne die Leitung des Hydraulikkreislaufes hier auf dem Weg zum Hydraulikkühler. Müssen wir die Schelle weiter aufmachen, das ist die Rücklaufleitung und dann kommt diese Beruhigungsschlange. So, wenn ich die jetzt abziehe, fließt das Öl. Jetzt müssen die Hydraulikleitungen am Getriebe weg. Ich beginne mit der hinteren. Die hat hier einen 19er Sechskant. Da passt als einziger Schlüssel der Welt ein gerader Ringschlüssel drauf. Und da haben wir natürlich jetzt nicht genügend Kraft, den aufzumachen. So, mit ein paar... Aha, seht ihr, die einen haben wir auf. Okay. Jetzt
Und die andere probieren wir mit der gleichen Methode. Wenn wir die Leitungen mal lose haben, brauchen wir es ja nicht gleich demontieren, kommt eh bloß Dreck rein. Jetzt machen wir uns mal an das Getriebe selbst. Das hat hier auf der linken Seite zwei 8er Schrauben. Die eine habe ich schon auf. Probieren wir gleich unser Glück mit der zweiten und die ist auch schon auf. Das Getriebe kommt jetzt ein bisschen nach vorne, deswegen muss das Zeug hier auch noch weg. Dass wir da ein bisschen Platz haben zu fahren. Den Kabelbinder, da müssen wir auch noch wegmachen. Auf der rechten Fahrzeugseite gibt es nur eine durchgängige Schraube. Die endet hier unten, ist die Mutter von der Schraube. Die müssen wir zuerst aufmachen und dann oben gegenhalten. Seltsamerweise dreht der Kopf oben noch nicht einmal mit. Macht aber nichts, haben wir es einfacher. Verlierbare Scheibe, also aufpassen. Nach oben raus. Vorsicht, hier hat nochmal eine verlierbare Scheibe. Ich muss jetzt die Lenkwelle oder das Universalgelenk und die Lenkwelle trennen. Ich benutze dafür vom Innenraum kommend einen Durchschlag. Wenn er hier mit dem Montiereisen in das Kardangelenk reinlangt, dann könnt ihr den mal ein Stück nach vorne drücken. So, ein Stück sind wir schon mal außen. Ist der meiste Rost schon mal überwunden. Jetzt müsste eigentlich der Rest von vorne gehen. Mit einigem Geruckel am Lenkgetriebe kriegt das dann von dem Kreuzgelenk der Lenksäule weg. Wenn das mal weg ist, das ganze Zeug, dann kann der Kabelbaum hier, so kommt's, jetzt haben wir noch eine einzige Leitung. Und jetzt die ganzen Kabelbäume hinten dran. Seht ihr, jetzt sind wir hier frei. Weil wir müssen das Getriebe jetzt hier rausarbeiten. Ein Höllenjob. Wenn das Getriebe mal mechanisch frei ist, müssen jetzt auch die Leitungen weg. Die Druckleitung, der sogenannte Ausgleichsschlauch, der ist hinten befestigt. Also der mit dieser Spirale hinten. Machen wir ihn raus. Gelöst hatten wir ja vorhin schon. Der Rest geht mit der Hand. Jetzt müsst ihr aufpassen, das sind Hohlschrauben und da ist jeweils eine Dichtung auf der Kopfseite und eine Dichtung unten an der Gehäuseseite und dazwischen kommt die Leitung. Um das Getriebe zu verschließen, mache ich hier eine Lage Isolierband auf die Löcher, man sieht ja hier den Abdruck noch, und dann kann ich die gerade ins Getriebe einschrauben. Die gleiche Nummer mit der Rücklaufschraube. Die Rücklaufleitung hat nicht die Aluminiumringe, sondern, schaut mal, was die hier verbaut haben, das sind O-Ringe. Ja, der Druck ist ja auch geringer, geht es schon, die müssen wir also auch erneuern. Wir müssen das Getriebe jetzt ganz langsam in die Richtung rechtes Rathaus arbeiten. Der erste Punkt, wo es eng wird, ist hier. Da öffne ich nochmal den Kabelbinder der Stirn. Okay. So, jetzt kann man das Getriebe ein Stück nach rechts zu dir fahren. Da wir jetzt zu diesem Loch hier mit dem ganzen Lenkgetriebe raus müssen, machen wir uns besser ein bisschen Platz. Ich mache die Spurstange noch raus. Da braucht er ein bisschen Werkzeug zur Überzeugung. Das ging sogar ganz gut. Wenn sie mal los ist, holen wir es mit der Ratsche raus. Irgendwann ergibt sie sich dann. Und jetzt brauchen wir wieder ein Werkzeug, um den Spurstangenkopf zu überreden. So. Hier sind die Kraft schon wieder drauf. Wenn sie mal rausgesprungen ist, haben wir jetzt leider nicht auf dem Video gehabt, hat wieder mal eine halbe Stunde gedauert. Mit Heißmachen und allen Tricks ging es dann raus. Dann können wir die Spurstange entnehmen. Damit wir mit dem Lenkgetriebe hier rauskommen, muss das möglichst weit auseinander. Jetzt ist das so verniedelt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das noch original ist. Ist aber kein Problem. Die zwei Lappen müssen halt auseinander. Ich halte die mit einer Schweißerzange fest und bohre die Nieten aus. Oben ist noch eine einzige, gleiche Nummer.
Jetzt seht ihr, dass das Getriebe langsam hier rausgearbeitet werden kann. Im ersten Schritt gehen wir auf diese Blechkante und setzen es mal ein paar Zentimeter hier raus. Da brauchen wir jetzt aber 2 Leute, das heißt, wir zeigen euch nur ein paar Zwischenaufnahmen nachher. So, ihr seht, dass wir hier schon ein ganz schönes Stück Hausen sind. Da ist die gebrochene Manschette schon bis hier. Jetzt müssen wir uns ein Stück weiterarbeiten. Jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt, weil jetzt stehen wir hier an dem Teil an. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das so drehen, dass wir das rauskriegen. Und so schlimm wie in manchen Büchern geschrieben ist es dann auch nicht. Seht ihr, wir haben das Getriebe Lebendhausen. Jetzt können wir uns auch noch mal den Schaden anschauen. Wo war er? Hier ist es komplett eingerissen. Und hier beginnt es gerade zu reißen, aber hier ist sie durch. Ihr seht, die Manschette ist bei diesem Modell blöderweise ein einziges Teil. Das macht den Wechsel jetzt etwas komplizierter. Ich muss nämlich zumindest auf einer Seite die Leitungen trennen. Da haben wir natürlich das Problem, dass diese Hohlschrauben gerne vernudeln. Das heißt, auf jeden Fall mit dem Schlagschrauber öffnen. Zuerst müsst ihr mal die Köpfe von den Imbusschrauben ordentlich sauber machen. Versuchen. Okay, sie kommt. Und da haben wir sie. Öl raus. So, und hier sind wieder so O-Ringchen und auf der Unterseite auch. Und damit jetzt kein Dreck ins Getriebe kommt, nämlich so eine Verschlusskappe, ist 10 x 1,5er Gewinde. Die gleiche Nummer mit der zweiten Leitung. Beherzt schlagen und dann haben wir sie schon. Dann kann auch die Leitung komplett raus. Die Schrauben sind unterschiedlich, das heißt die kurze war hier. Auch die Gewinde sind unterschiedlich. Das ist 12 x 1,5, das andere war 10 x 1. Auch für diese Verschraubung habe ich einen passenden Stöpsel. Jetzt fragt ihr euch natürlich, woher hat der Kerl das ganze Zeug? Ha? Ganz einfach. Habe ich von alten Ersatzteilen, Bremszylindern, Lenkgetrieben und so weiter aufgehoben. Wenn die geliefert werden, sind immer solche Stöpsel dran. Jetzt nimmt ihr einen Schraubenzieher, macht die Ohren von der Schelle ein bisschen weiter und dann gehen die Schellen auf. Das war die eine. Und nochmal drunter reinigen. Das gleiche auf der anderen Seite. Hier sitzt es ein bisschen enger. Mal ein bisschen aufmachen, kann auch da drunter gehen. Und dann war es schon auf. Fangen die Manschette langsam rauszuarbeiten. Könnt ihr gleich mal üben, wie das nachher ist, weil die neue muss nämlich so drauf. So langsam davor arbeiten. So, Umdrehung vor Umdrehung arbeiten wir sich hier über diesen Stöpsel. Dann sind wir hier hinten schon mal fast am Ende. So, wenn ihr euch die neue Manschette mal anschaut, seht ihr, dass die Durchmesser unterschiedlich sind. Der große Durchmesser kommt an der Seite, also da wo die Längssäule reinkommt. Entsprechend muss der große Ring natürlich auch auf die Seite, wo der große Durchmesser ist, also da wo die Längssäule kommt. Den können wir schon mal bis da hinten durcharbeiten. Den kleinen legen wir uns nur bereit. Dann kommt auf die Manschette am großen Durchmesser auf jeden Fall mal gut Vaseline drauf, dass die auch schön rutscht. Hier ist der Reiter, also muss die Manschette ungefähr in der Orientierung drauf. Dann kommen wir hier mal drüber. Der Anfang geht ganz leicht. Dann kommen wir mal bis zum Reiter. Jetzt müssen wir uns hier ein bisschen über unseren Stöpsel lupfen. Geht auch. So, und vor dass wir jetzt zumachen, muss hier Fett rein. Da gibt es spezielles Lenkgetriebefett von VW. Macht da mal eine ordentliche Ladung rein. Jetzt geht es hier mal über den Durchmesser. Dann kommt er hier unter den ganzen Leitungen durch. Klappt bis jetzt. Dann kommen wir hier immer noch in der richtigen Orientierung. Jetzt können wir das Dreher wieder, das Lenkgetriebe.
So, dann kann die mit neuen Dichtringen, seht ihr, hier sind die neuen Dichtringe, wieder drauf. Aufpassen, die ist ein bisschen verzogen worden, jetzt durch das Ganze gerüttelt, so das Gewinde richtig trifft. Ich erst unser Stöpsel raus. Dann auch wieder neue Dichtringe drauf. Unten auch. Und dann kommt die Schraube hier dran. Gewinde richtig suchen. Bevor ihr jetzt die Manschetten hier festmacht, müsst ihr schauen, dass die Löcher mit den Bohrungen für den Reiter fluchten. Bei dem Reiter müsst ihr jetzt hier den reindrücken, das ist klar. Dann muss die Mutter aber gelockert sein, weil dann können sich die Bleche erst ausrichten. Dann kommen die zwei Schrauben rein. Die machen den Reiter erstmal fest, so die Spurstangen an den Reiter. Und wenn die angezogen sind, wird als letzte die angezogen. Wenn ihr den Reiter jetzt schon drauf montiert, geht das Getriebe zwar eine Idee schwerer rein, aber ihr habt nachher viel weniger Mühe, als wenn ihr den im Auto reinmachen müsst. Dann könnt ihr die Manschetten hier festmachen. Hier sitzen wir ungefähr knapp an den Schrauben. So war das auch original. Für diese Schellen auf jeden Fall so eine Spezialzange mit Ohrenniederhalter. Und Gottes. Okay, ihr seht, die sitzt ein bisschen strammer. Jetzt, das geht aber. Und da muss sie genau bis zum Dreckansatz sitzen, also genau hier. Perfekt, schön parallel. Und gleiche Nummer, Ohrenniederhalterzange. Einmal zugedrückt, nicht allzu fest. Reicht schon, sonst reißt sie bloß wieder an der Stelle. Dieser Kopf, das Kreuzgelenk, muss ja im Auto nachher so drauf, dass der Schlitz hier sitzt. So. Und jetzt bringen wir das Getriebe noch in Mittelstellung. So, rein kommt das wieder in gleicher Weise. Ich beginne so angesetzt hier. Also dass das hier nach oben zeigt. So hat man das ungefähr ausgebaut. Das ist die linke Seite vom Auto. Hier kommt nachher die rechte hin. Wir setzen es jetzt mal hier grob an. Dann geht es ganz langsam zu der Dings rein. Wir haben jetzt zum Glück alles abgeklebt. Jetzt sind wir mit dem Getriebe schon bis hier, müssen noch ein bisschen weiter. Allerdings steckt der Kopf zu weit unten. Jetzt müssen wir es ein bisschen drehen. Die Leitungen sind ja flexibel, die können wir nachher einhängen. Die ist auch flexibel. So, jetzt müssen wir den so drehen, dass der Kopf hier dann hier reinkommt. Wenn das Getriebe wieder drin steckt, also hier wird es wieder angeschlossen, da muss diese Gummimanschette hier drauf gedrückt werden. Da muss aber außen jemand gegenhalten. Müsst ihr das Kreuzgelenk so draufstecken, dass dieser Schlitz genau in der Mitte von der Fläche steht. Danach kommt die neue Schraube rein. Wenn die reinpasst, habt ihr das richtig gemacht. Dann mit neuer Sicherungsmutter. Auf dieser Seite kommen die zwei kurzen M8er zur Befestigung des Lenkgetriebes rein. Die lange Schraube wird hier von oben durchgesteckt und jetzt geht das Gefummel los. Unten mit neuer Sicherungsmutter und großer U-Scheibe. Wenn alle Schrauben drin sind, ziehen wir an. Dann kommt die Spurstange wieder rein, macht das sauber, Tropfen Öl drauf. Bei dem Fahrzeug kommt sie von oben, also erstmal reinstecken und dann kommt sie hier von oben in den Konus rein. Wenn ich jetzt die Sicherungsmutter installieren würde, dann fängt jetzt an, der ganze Bolzen mitzudrehen im Kugelgelenk, weil das noch nicht im Konus feststeckt. Deswegen mache ich erstmal eine normale Mutter drauf. Mit der Mutter ziehen wir den erstmal in den Konus. Jetzt ist er schon fest. Wenn wir ihn jetzt lösen, dreht der Bolzen nicht mehr mit.
Jetzt können wir genüsslich die neue Sicherungsmutter draufziehen. Der Spurstangenkopf bekommt 50 Newtonmeter. Und 50 Newtonmeter. Um den Lappen wieder zu verbinden, nehme ich gerade ein paar Blindniete. Die Originalniete sind sicherlich nicht mehr zu bekommen. Und perfekt. Das Rädchen können wir schon mal draufsetzen, kann er nicht so tief fallen. So, hier muss jetzt wieder der Spurstangenkopf auf den Reiter. Der macht das schön abwechselnd, damit der Reiter seine Stellung nicht im Getriebe verliert. Also mit ein bisschen Gewalt kriegt er die Spurstange on position. Dann kommt die Schraube wieder durch alles durch. Und ich bin drin. So, dann müssen wir neue O-Ringe installieren. Das ist jetzt die Rücklaufleitung. Der ist übrigens wirklich kaputt. Der Gummi ist spröde. Deswegen will er auch schon gar nicht raus. Einmal oben. Die neuen Dichtringe klebt er mit ein bisschen Fett in die Nuden rein. Und aufpassen, dass er kein Ringchen verliert. Ist drauf. Okay. Bei der Druckleitung von der Servopumpe müsst ihr aufpassen. Hier sind solche Aluminiumringe. Einer kommt auf die Hohlschraube, dann kommt die Leitung und dann kommt der zweite. Und hier der zweite Aluminiumring drauf und den dürft ihr jetzt nicht verlieren, bis ihr da unten im Eck seid. So, wenn ihr nach viel Gefuddel die Leitung endlich drin habt, könnt ihr die anziehen. Okay. Hier unten hatten wir noch eine Hydraulikleitung geöffnet, damit wir das Öl ablassen konnten. Da müssen wir natürlich die Schelle wieder anziehen. So reicht schon, allzu fest braucht er die nicht. Ist ja nur eine drucklose Rücklaufleitung. Gut. Jetzt ist der Hydraulikkreislauf im Prinzip wieder dicht. Das heißt, wir können jetzt mit dem Getriebe ein bisschen links und her kurven, um mal die Stellung der Räder zu probieren, ohne dass das Öl raushappert. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen hin und her gekurbelt. Linker und rechter Anschlag stimmen, war auch nicht anders zu erwarten. Wichtig ist aber, dass die Mittelstellung stimmt. Und die kommt hin, das Lenkrad steht mittig, wenn auch die Räder wieder mittig stehen. Dann müsst ihr die Klemmschraube da hinten theoretisch mit 25 Newtonmeter anziehen. Ich habe keinen Drehmomentschlüssel, mit dem man an der Ecke beikommt. Also gefühlt 25 Newtonmeter. Gut. Das Lenkgetriebe ist soweit an seinem Platz. Jetzt müssen wir die Schrauben am Reiter anziehen. Dafür muss das Fahrzeug aber auf seinen Rädern stehen. Also lassen wir das Fahrzeug ab. Die Reiter werden mit 80 Newtonmeter angezogen. Und 80 Newtonmeter für die Reiterschraube. Die mittlere Schraube des Reiters bekommt 40 Newtonmeter. Muss das Blech wieder rum. Wenn ihr die Bleche zuschlagt, könnt ihr auch eine ganz lange Stange entlang der Spurstange durch die Radschale nehmen. Da ist ein Durchgriff für die Spurstange. Dann könnt ihr hinten nämlich genau in der richtigen Richtung das Blech treiben. Jetzt kommt der Bremskraftverstärker wieder rein. Das war jetzt ein fürchterliches Gefummel, weil der jetzt da überall durch muss. Der Benzinleitung durch. Jetzt müsst ihr unten nur noch das Loch treffen. Und jetzt geht er schon rein. Jetzt müssen wir da unten noch die ganzen Bremsleitungen wegfieseln, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Wenn ihr mal so weit seid, muss jetzt innen jemand im Innenraum schauen, dass es die Führungen trifft. Ich muss jetzt die Muttern da vorne auf die Bolzen des Bremskraftverstärkers operieren.
damit mir die nicht von allein runterfallen, stopfe ich die mit ein bisschen Papier in eine Nuss rein. Aber wenn sie greift, bleibt sie an am Gewinde hängen. Die gleiche Nummer mit der dritten Mutter. Muss der Klotz noch um das Bremspedal herum. Da war nochmal Isolation. Dann können wir mal anfangen, die ganze Verkabelung wieder halbwegs dran zu machen. Das war jetzt erstmal der Verteiler neben dem Bremskraftverstärker. Jetzt müssen wir die Leitung dafür suchen. Beginnen wir mal mit dem Hallgeber hier hinten an der Nockenwelle. Dann kommt der Kabelbaum hier rüber. Vorher müssen wir aber da unten noch die Bremsleitung reindrücken. Hier drüber. Ist der auch schon mal gesichert, weil hier sind die Steckverbindungen für die Seite. Der einzelne Kontakt, also die einzelne AMB-Zunge, verbinde ich zuerst, weil die muss nämlich hier noch auf der Seite eingedrückt werden. Den kann man drehen und dann kommen die hier so in den Halter. So, dann ist der schon mal weg. Jetzt müssen wir uns über den restlichen unterhalten. Das sind immer die Stecker, die sind oben. Das heißt, die Buchsen sind unten. Und der kommt hier drauf. Dann kommt der 7er, auch wieder der untere Teil. Wir haben hier so eine Nude und genau dort müssen sie auf das Blech geschoben werden. Dann halten die und kommen auch nicht mehr raus, wenn die Stecker drauf sind. Und der kommt noch hier drauf. Kabelbinder machen wir nachher, wenn wir alles zu Ende haben. Dann müsst ihr die Klemmen hier einhängen. Und so könnt ihr die einhaken. Das kommt nachher da drauf. Dann müsst ihr natürlich den Stecker auf die Drosselklappe drauf kriegen. Ohne den läuft das Auto sicherlich nicht. Hydroschlauch machen wir auch gleich da drauf. So, da unten sieht schon wieder alles vernünftig aus. Ein bisschen Glycerin, dann flutscht die Sache wieder besser rein. Die muss da noch in die ganzen Halterungen. So, und drin ist sie. Müssen wir erstmal den Bremskraftverstärker ausbauen. Hier müsst ihr natürlich enorm aufpassen. Da darf nichts reinfallen. Bevor wir jetzt da oben aufmachen, müssen wir erstmal die zwei Leitungen anschließen. Das heißt, das ist die erste Leitung hier. Also immer gucken, dass die richtig angesetzt ist. So, die zweite Leitung müsst ihr auch wieder eindrehen. Können wir erstmal mit dem Gabelschlüssel machen und den finalen Anzug machen wir mit dem offenen Ringschlüssel. Gerade so ein bisschen, reicht schon, sonst geht das Ding das nächste Mal wieder nicht auf. Dann kommt der Behälter hier wieder drauf. Bremsflüssigkeit drauf auf die Gummis, dass die schön abdichten. Dann kommt der Behälter so rum drauf. Aber wie gesagt, drauf müsste eigentlich auch wieder einfacher gehen wie runter. Dann kann der Stöpsel da wieder raus und die Leitung wieder drauf. Können wir die Klemme da gleich wieder drauf machen. Das ist übrigens die Zulaufleitung für die Kupplungshydraulik. Dann können wir mal ganz langsam anfangen, ein bisschen Bremsflüssigkeit einzufüllen. Je langsamer dass er die einfüllt, desto weniger Luft kommt hier oben rein. Den Stecker für den Schwimmer innen drin stecken wir auch noch drauf. Jetzt kann die Airbox wieder rein. Die Entlüftungsleitung kommt da nachher gut bei. Den kleinen dürft ihr nicht vergessen. Wird von hinten hier eingeschoben, jetzt bis er auf die Bolzen kommt. Den steckt er hier gleich drauf, dann kann da nichts schief gehen. Hier die Stifte müsst ihr treffen. Wenn er die Stifte trifft,
wird's was. So, sind wir drauf. Erstmal kommen die Hülsen hier rein und auf die Hülsen kommen die Schrauben, das war's schon. Die werden nur leidlich angezogen. Als nächstes kommt dieses Teil ins Auto. Am besten montiert er die Zündungsendstufe, bevor wir den Rahmen hier ans Auto schrauben. So. Ein paar Stunden später könnt ihr dann die Steckverbindungen hier alle aufstecken. Die sind alle hier nochmal gesichert, dass sie sich 100 Mal nicht begegnen und lösen können. Also das ist deutsches Engineering in Höchstvollendung. Die Klammer sichert die Klammer wieder. Wahnsinn. Wenn das mal alles elektrisch zu ist, können das auch hinten im Wasserkasten festziehen. So, als nächstes kommen die Entlüftungsschläuche von der Ventilkammer wieder drauf. Die müsst ihr halt so platzieren, dass er noch halbwegs an die Klammern kommt. Anziehen und Gottes. So, die gleiche Nummer auf der rechten Seite. Auch die Klammer zieht er wieder leidlich an. Der Schlauch hat hier eine Markierung für oben, genau so muss er drauf. Dann können wir die Lenkung wieder auffüllen, das ist ja Öl drin. Jetzt geht es im Innenraum weiter. Ich fange an, das Bremspedal zu montieren. Dafür machen wir den Zapfen mit ein bisschen Fett. Dann wird der durchgeschoben. Bolze. Okay. Bolzen ist durch. Wenn der Bolzen drauf ist, kommt diese wundersame Klammer drüber. Und ich will erst dreimal schauen, wie die drauf kommt. Also das ist die Außenseite. Der untere Luftverteiler kommt jetzt so rein, dass das hier auf den Schaumstoff drückt, an der Mittelkonsole. Hier ist eine Raschelung, die muss da drauf. Und dann geht es nur noch hier eine einzige Schraube. Hier oben. So rein. Den ganzen Pedalen vorbei. Hier müsst ihr treffen, so wie ich es gesagt habe. Hier kommt er hoch und jetzt sitzt er. Bisschen gefummelt, aber heute habe ich Glück. Sie trifft. Nur leicht anziehen, das sind alles nur Blechklammern in Kunststoff. So seht ihr, der Kanal ist wieder in Position. Jetzt fehlt nur noch das Ablagefach, machen wir später. Wir beginnen mit der Entlüftung. Da wir das Bremssystem geöffnet hatten, müssen wir jetzt alles entlüften. Das sind jetzt Luftblasen unterm Hauptbremszylinder. Und bei der Entlüftung geht es am rechten Hinterrad los. Auf den Entlüftungsnippel macht er so einen Plastikschlauch, Glas, wir müssen das Zeug ja nachher entsorgen. 11er Ringschlüssel, wenn es mal offen ist natürlich. Und dann könnt ihr jetzt halt hier immer auf und zu machen. Immer wenn es auf ist, drückt die Kamerafrau auf die Bremse vorne. Drücken und hoch. Habt ihr gesehen, da kam schon die erste Luft mit. Drücken und hoch. Drücken und hoch. Bei jedem Rad lässt er ungefähr diese Menge ab. Seht ihr, die Flüssigkeit ist auch schon klar. Und dann geht es beim nächsten Rad weiter. Wir beginnen mit der längsten Leitung, hatten wir gesagt, hinten rechts. Jetzt kommt hinten links, dann vorne rechts und vorne links. Dazwischen müssen wir hier immer wieder nachfüllen. Immer schön auf Max füllen. Das reicht dann gerade so für ein Rad ungefähr. Links vorne war dann die letzte Bremse.
Jetzt sind wir durch alle durch. Ich mache immer die Nippel ganz besonders sauber, weil dann sieht man sofort, ob es undicht ist. Also immer so ein bisschen Papier nehmen, reindrücken und dann seht ihr, wie es das ansaugt. Ihr seht, ein paar Tropfen hängen immer am Ventil. So, um das wegzukriegen, spüle ich das mit Wasser ab. Weil das Zeug ist nämlich verdammt aggressiv. Gegen das Ende der Reparatur müssen wir auch mal dran denken, dass wir die Klemme wieder drauf machen. Sonst geht nämlich nicht viel und wir wundern uns, warum der Motor nicht läuft. Also zum Entlüften müssen wir jetzt den Motor anlassen. Beim ersten Anlassen wird die Pumpe schon ein Stück absaugen und danach drehen wir die Lenkung hin und her. Schon das erste Anlassen hat den Stand auf Minimum gebracht. Wenn ihr so 10-mal hin und her gekurbelt habt, ist das System sicher entlüftet. Dann füllt er nochmal auf und gut ist. So meine Freunde, das war eine riesen Reparatur. Wir haben insgesamt 8 Drehtage gebraucht. Also, hofft, dass eure Manschette nicht kaputt geht. Tschüss, bis zum nächsten Video.